Und diese Naturlandschaft in der Biedermeier-Malerei ist nicht Postkartenansicht, so wie man das heute vielleicht glauben möchte, sondern es ist eigentlich auch ein Seelenbild eines Kaisertums Österreich. Herzlich willkommen im Belvedere auf einer weiteren Fahrt durch Österreich. Heute nehme ich euch mit nach Oberösterreich. Wenn ihr an Oberösterreich denkt, dann fällt euch vielleicht Linz ein mit der Innovation und der Technologie, die Donau mit seinen geschichtsträchtigen Orten, St. Florian, Anton Bruckner und womöglich auch Hallstatt. Und dort nehme ich euch heute mit. Hallstatt im Salzkammergut wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt als ein Motiv für die Malerei, als Inspiration für die Dichter und wie die gesamte Region Salzkammergut auch für die kaiserliche Sommerfrische. Denken wir an Bad Ischl. Der Maler Franz Steinfeld hat uns hier ein Gemälde hinterlassen, das mit fein lasierter Technik und glasigem Glanz uns die Oberfläche des Hallstätter Sees wiedergibt. Er hat einen Punkt gewählt für diese Ansicht, der von Nord nach Süd blickt und gibt uns sozusagen ein Panorama der Berge, das aber nicht mehr nur Kulisse ist, wie in der Landschaftsmalerei des 18. Jahrhunderts, sondern sie ist die Darstellerin selbst in einem Naturdrama, wenn man so möchte. So sehen wir die kleinsten Details im Vordergrund genauso liebevoll und detailliert wiedergegeben wie die großen Bergketten im Hintergrund. Ein Ast, der beiläufig im Vordergrund ins Wasser zu greifen scheint wie eine Hand, Steine, die etwas weiter da hinten im Sonnenlicht sich wärmen und dann ein Paar von Menschen bei einem Boot und einem Bootshaus, die eigentlich mehr eingebettet in die Natur scheinen und nicht hervorstechen. Der Mensch ist in dieser Landschaft Teil des Ganzen und steht nicht mehr im Vordergrund. Folgen wir nun den Blick von Franz Steinfeld über das glasklare Wasser, das in schönen Grün-Blau-Tönen uns hier gezeigt wird. Wir sehen auf der linken Seite dann den steilen Saarstein, der hier ins Wasser steil abfällt und im Hintergrund Krippenstein und man erahnt auf der rechten hinteren Seite das Dachsteinmassiv. Der Ort Hallstatt ist ziemlich verdeckt eigentlich. Man sieht, dass Franz Steinfeld sich tatsächlich mehr für die Naturlandschaft interessiert. Und diese Naturlandschaft in der Biedermeier-Malerei ist nicht Postkartenansicht, so wie man das heute vielleicht glauben möchte, sondern es ist eigentlich auch ein Seelenbild eines Kaisertums Österreich, das harmonisch leben soll, das harmonisch die Menschen zusammenführen soll, wo die Wogen glatt bleiben sollen. Denkt daran, in den 1830er Jahren gibt es Revolutionen in Europa. Also es schwelt immer auch ein gesellschaftliches Problem und so ist diese Biedermeier-Malerei in Österreich durchaus auch der Versuch einer Beruhigung eines österreichischen Seelenbilds. Franz Steinfeld wird andere Maler inspirieren, nach Hallstatt zu fahren, diesen See, die Berge zu malen, Ferdinand Georg Waldmüller zum Beispiel oder auch den Dichter Adalbert Stifter, der sich inspirieren hat lassen von der Schönheit des Hallstätter Sees und von Hallstatt. Dementsprechend ist der See, der Ort Hallstatt und die gesamte Region heute weltbekannt und auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbe. Die Kulturlandschaft Hallstatt, Dachstein, Salzkammergut ist Teil dieses Programms und erfreut sich großer Beliebtheit über die Landesgrenzen hinweg. Ich freue mich, wenn ich euch das nächste Mal wieder mitnehmen kann auf einer Fahrt durch Österreich, auf den Spuren von Künstlerinnen und Künstlern und der schönen Natur.